For English subtitles, push the subtitles button. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen Folge. Wir sind hier am Rande der Everglades, südliches Florida, Miami ein Stückchen runter. Ich bin hier mit dem Carlos, er ist der absolute super Local Trapper, der uns wirklich vielversprechend, dass wir hier was finden werden. Wir wollen hier ein bisschen die einzelnen Plätze an den Everglades abklappern, gucken, dass wir Tiere finden, Schlangen finden, was immer wir finden, vielleicht ein paar Invasive Species, also ein paar eingeschleppte Tiere vielleicht, wenn wir Glück haben. Hoffen wir sind erfolgreich. Wir müssen uns noch umziehen. Hier die Moskitos, die sind gnadenlos hier. Es fängt schon an, es juckt schon überall. Also wir brauchen erstmal noch lange Ärmel und Moskitospray und dann geht's los. Nach guter amerikanischer Art geht das Ganze im Auto, also das Street-Side Hunting. Wir fahren jetzt hier, also linker Hand von uns sind die Everglades und wir fahren hier jetzt die so einzelne Straßen und Plätze ab und hoffen, dass wir eben auf der Straße zum Beispiel Tiere finden oder der Carlos weiß ein paar Plätze, verlassene Häuser und was in der Art, wo die Chance auch ganz gut ist, dass wir Tiere finden, die jetzt eben nachts rauskommen. Wir schleichen jetzt hier um so eine Metallhütte rum. Die ist so ebenfalls am Rande der Everglades. Der Carlos hat hier öfters schon diverse Klapperschlangen entdeckt und meint, die Chancen hier sind ganz gut dafür. So eine Wellblechhütte. Ah, okay. Hier geht's rein in die Hütte. Ups. Okay. Ja, das ist natürlich ein super Versteck, so eine alte verlassene Hütte. Aber leider ist uns das Glück heute nicht hold. Okay. Leider nix. Yeah, but it looks like a good place, huh? Yeah, you just gotta get lucky. Okay, Hütte verlassen. Leider nix. Hier haben wir so eine Radnetzspinne. Diese Nephilas. Die hier vor unserer Taschenlampe versucht abzuhauen. Die sind recht große Brocken eigentlich. Und eben bauen diese Netze. Ne? Ich hoffe, dass man sie einigermaßen hier sehen kann im Dunkeln. Recht gewaltige Netze, wo die da bauen mit so 2 Meter Durchmesser. Ne? Also Riesenradnetzspinne sagt man dazu auf Deutsch und wissenschaftlich heißen sie Nephila irgendwas. Wir sind jetzt hier auf so einem Campingplatz. So für die Camper oder die Leute, die das hier besuchen, so Tische. Und um die Tische rum ist natürlich nachts auch ein guter Platz. Der Zement wärmt sich auf, ne? Oder vielleicht sind zum Teil noch Essensreste, die runterfallen, die Nagetiere anziehen. Und deswegen ist das auch immer ein vielversprechender Ort, um was zu finden. Leider auch hier vergebens. Wir sind hier an so einem Flussufer.
Da sind die Chancen gut auf Wassermokassin oder irgendwas in der Art. Hier sehe ich zumindest einen kleinen Fisch im Wasser, der uns aber nicht weiterbringt. Ich weiß nicht, ob man die Moskitos durchs Mikro hört. Es gibt Millionen von Moskitos. Also nachher, ich filme mein Gesicht. Spätestens dann haben wir einen tollen Lacher. Ich bin verstochen, ich weiß nicht, ich sehe wahrscheinlich aus wie nach der Beulenpest. Wirklich noch nie ein Ort erlebt, der so viel Moskitos hat wie diese Everglades hier. That in my experience looking for snakes down here in South Florida, what their natural behavior is to just follow open ground. And whenever they hit any elevation change, whether it be a ditch or whether it be a ridge, they'll just follow it. So what I want to do is I want to have you hit these side of the rocks, I'll hit this side of the rocks, and we'll see if we can find anything cruising along. Okay. Also so eine Reihe Steiner hier, die wir ablaufen, absuchen. Also eine große Kröte haben wir da zumindest. Where? You'll cross over to my side. Right there. Ah ja, hier. So eine große fette Kröte hier. Das ist Mikro als Größenvergleich. Haben wir sie gesehen? Banded water snake. Ja, hier haben wir eine Wassernatter, Nerodia fasciata, oder? Haben wir gefunden. Leider überfahren hier auf der Straße. Nicht von uns, von irgendjemand. Schade. Suchen wir weiter. Unser erster richtiger Erfolg. Hier eine Wassermokassin-Otter. Let it keep coming for the car. Kommt hier ein anderes Auto, müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Das ist also Agistrodon, ich glaube Billeneatus oder sowas. Also eben Wassermokassin, typische Schlange für die Everglades. Ist für einige Bissunfälle hier verantwortlich. The water moccasins, they are responsible for a lot of snake bites here, or no? Also nicht verantwortlich für Schlangenbisse. Don't make her responsible for one snake bite. Also hier haben wir die Süße. Hübsches Tierchen. Hat circa 50-60 Zentimeter. Unser erster Catch of the day. You can see it still has the light green on the tail because when they're very young, they use the tip of the tail for caudal luring. Okay. So they'll stick the tip of the tail up, which is Okay. a very bright green, and they'll wiggle it. And they'll wait for something to come explore what that is. And as soon as they come see it, bam! Okay. But this Also- one's starting to get older, so the colors are starting to change and it's losing the light green. Also noch Jungtier. Bisschen grün am Schwanz, das genommen wird zum andere Schlangen. Also als Wurm sozusagen. Strecken die das grüne Schwänzchen hoch, um Beute anzulocken. Okay, we let her go. Our first catch of the day. Also hier auf der Straße, ne, das klassische, how you call it, street side hunting or what? This type of road cruising, okay.
Ja, dann zurück ins Auto. Und es kann weitergehen. So, wir sind wieder fündig. Ganz was Kleines. Okay, it's Nerodia, ja? Very small Nerodia. Also so eine kleine Wassernatter, Nerodia. The same we've seen before, the dead one? Different. The one we saw was banded, Ja, and this is speckled. also eine gepunktete Nerodia, eine andere Art. Ja, das war echt eine ganz kleine, man hat nur was Kleines an der Straße gesehen. Ich dachte erst gar nicht, dass eine Schlange ist. Aber tatsächlich so ein kleines Nerodia-Jungtier. Okay, ja, let's put her back in the grass. Also wir werden besser. Wir sind jetzt sicherlich schon 2 Stunden unterwegs und haben jetzt binnen 5 Minuten hier diese Wassermokassin und jetzt die Nerodia gefunden. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Also das Road Cruising aus der Autoperspektive. Wir fahren hier einfach mit so circa 20 Meilen per Stunde, also gar nicht mal so langsam. Fahren wir hier lang. Und eben eine Schlange erkennt man doch immer relativ gut, oder eine Echse oder ein Gator natürlich. Und sobald man was sieht, voll in die Eisen steigen. Am besten noch vor der Schlange oder zur Not danach und halt zurücklaufen, möglichst schnell. Carlos, maybe before we was talking about the invasive species here in Florida, you said it's really a water moccasin? Nerodia. Nerodia? Okay. Hier haben wir was, die haut gerade ab. Nerodia. Wieder eine. Here is the hook, you want the hook? That was Nerodia. Okay. War nur eine Nerodia, Brown water. also die von eben in klein. Aber zumindest haben wir jetzt schön miterlebt, wie es funktioniert. Yeah, we was talking about the invasive species. Maybe can you tell a bit about you said like especially the Burmese pythons we talked about. Is it really a problem here in the Everglades, or there are really, like we see on TV in Germany about the Burmese pythons, and we are, you know, some people say, oh, this is just a rumor so like the government here can enforce or restrict the regulations about snakes, or is it really a problem here with invasive species? What is your opinion, or what do you know about it? Well, like most things, the truth lies somewhere in the middle. Yes, it is a problem. Invasive species are thriving in this plentiful habitat. It's very easy to adapt for any cold-blooded creature to live in South Florida, and not having any natural predators and also having the ability to succumb very large prey, the Burmese python is thriving. It's definitely not like you'll see on TV, because the reality of it is that fear sells. People want to see the savage beast, and anytime you can portray anything like that, it's going to draw eyeballs. So
it's sensationalized as far as how bad the problem actually is. But they are here. They are taking prey that otherwise would go to native snakes. But I feel that nature... It means if you go out here and look for snakes, you can find them easily, or you find them rare times, or how often do you find, like especially Burmese, for example? It all depends on how much time you're willing to put. If someone held a gun to my head and said, you need to find a Burmese python, could I do it in a day? Probably not. I could get lucky. Being a local, you know where to look. If you gave me 3 days, I would find you a Burmese python. There's definitely local, better said, native species that would have a much easier time finding than a Burmese. Okay, and before you mentioned in the winter time, a lot of them get killed like every winter or in the hard winter, or? In particular, the winters of, and memory is what serves, 2008, 2009, and maybe even a little 2010 were particularly harsh winters for South Florida. I believe some days, even this far south, got into the high to mid 30s. And there was a 2-week period where I believe the high every day was somewhere in the 40s, and the Burmese python is very susceptible to respiratory infection, especially anybody who's ever kept them captive, I'm sure, can attest. So their numbers were very hurt during those 3 successive winters. But the population has started to bounce back since. I believe the University of Florida did a study where they used copper pipes, and they covered the copper pipes in the hide of Burmese pythons and then set thermometers inside them to capture how hot can something conductive like a copper pipe get underneath the hide. Let's see what that is. Okay. Kurze Unterbrechung, wieder eine Schlange gefunden, gesehen. Feather of a big bird. Okay, war eine Vogelfeder. Okay. And it turns out that the hide of the Burmese python is a very good conductor, and I don't remember the specific units of measure, but I was surprised at how much heat could transfer through. So if they can bask, they can live. Okay. So, wir sind wieder fündig geworden. Eine Nerodia fasciata in dem Fall, oder? The bandit? No, brown. Brown? Brown water snake. It's another one? Yeah. Also eine braune Nerodia. Er hat circa 70 Zentimeter. Yeah, I think you can tease her to go. Da meinen wir es gut, da wollen wir die von der Straße runter. Da will die nicht. So, ab ins Gras. Okay, also wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet. Wir sind wieder ausgestiegen aus dem Auto. Das ist so ein Weg, der hier reinführt. Wir sind jetzt auch näher Richtung Salzwasser. Also ein bisschen anderes Gebiet, wie wir vorher waren. Hier soll es die... What is the name of the snake? Scarlet Snake. Also das ist so eine bunte, dreigestreifte, rot, schwarz, weiß oder sowas. Ähnlich wie eine Lampropeltis, wie so eine Sinaloe. Aber es ist keine Lampropeltis. Die soll man hier recht gut finden. Hoffen wir es mal. Ja, wir haben gerade fast durch eine große
Also hier so quer über den Weg. Ich glaube, man kriegt es leider nicht richtig auf die Kamera. Aber hier sitzt eine dicke Nephila mitten im Weg. Einmal quer rüber über den Weg. Ja, jetzt ist ein Faden abgerissen. Ja, riesen Netzer. Einmal quer über den Weg gespannt. Jetzt haut sie ab. Kurze Szene in unserem Auto. Ich weiß nicht, ob man es erkennt und ob man es hört, aber hier drin ist alles voll mit Moskitos. Die machen einen Krach und die schwirren überall rum. Es ist einfach Oberkacke. Wir haben wieder was entdeckt hier. What is it? Nerodia. Ah, Nerodia again. Heute ist unser Nerodia-Tag. So today we are the Nerodia savers, huh? Also wir sind auf dem Heimweg, aber so viele schöne Schlangen, die wir hier sehen. Hier wieder eine Nerodia, aber auch wieder ein super schönes Tier. Eigentlich jetzt ist 2 Uhr nachts, wir wollen eigentlich schon lange heim ins Bett. Aber auch die müssen wir, ja, bring her from the... Problem ist, wenn wir die auf der Straße liegen lassen, das nächste Auto kommt und fährt drüber, können wir einfach nicht liegen lassen. Wir sind am Ende im wahrsten Sinne des Wortes. Yes, we are really done or not? Done. 2:30 Uhr morgens. Wir waren erfolgreich, wir haben viel gesehen. Wir konnten euch das Road Cruising zeigen, die amerikanische Art. Wir waren echt wirklich erfolgreich. Also ich glaube beim Schlangensuchen noch nie so viel. I think never seen so many snakes on a hunting trip like today. So really successful. Thanks a lot for your help, Carlos. It was my pleasure. I'm happy. It was my pleasure, absolutely. Also bleibt uns treu und checkt meine Balls und nächstes Mal checkt mit Carlos die Florida Snakes. Thanks. Hier mal noch der Beweis. Also was wir in den Everglades nicht gefunden haben, sehe ich jetzt hier am Hotel. Ein grüner Leguan, Iguana, der sich hier rumschleicht. Ja, da hinten der Highway, hinten dran der Airport. Hier sind natürlich auch so Mangroven und so an dem Hotel. Und da sitzt der schöne Iguana und freut sich des Lebens. Also über eine der klassischen Invasive Species hier, ne? Also kommen ja normal ab, sagen wir mal maximal südliches Mexiko, kommen die Iguanas vor und die haben sich hier in Florida in den Everglades angesiedelt, ne, oder verbreitet. Hier sehen wir noch einen Streifenbasilisk, also ich glaube, dass ein Streifenbasilisk ist aus der Entfernung. Ebenfalls hier auf dem Hotel, in der Hotelanlage. Streifenbasilisk ebenfalls aus Mittelamerika hier eingeschleppt. Hier haben wir den nächsten Kollegen in der Art, sitzt sogar am Pool rum. We just do the same shit one more time Got to it. have it better, or maybe whatever. Give you some options.
Es geht jetzt los hier. Nochmal. Ich weiß nicht, ob man die Moskitos sehen kann in meinem Gesicht. Aber gefühlt sind hier 2 Millionen Moskitos um mich rum. Absolute Oberscheiße hier. Lieber 3 Wochen Afrika Schlangen suchen wie eine Nacht Everglades. Jetzt ist er ins Wasser gesprungen. Hat hier ein wenig eine Panik ausgelöst.